Heute schaue ich mir das K651 von Fifine mal näher an. Normalerweise teste ich immer Musikequipment aus dem mittleren Preisbereich. Doch selbst niedrigpreisige Hardware kann heutzutage schon sehr gut sein. Und so bin ich gespannt, ob dieses Mikrofon mich davon überzeugen kann. Die Firma Fifine hat mir dafür freundlicherweise dieses Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt, ohne dass irgendwelche Zuwendungen stattgefunden haben. Und ich äußere hier meine ehrliche Meinung. Ich habe sie auch davor gewarnt, aber sie waren trotzdem so mutig, mir eines zuzusenden. Ich habe natürlich das komplette Voice-Over mit dem K651 eingesprochen. So hast du einen Eindruck davon, wie es nach dem Mixing klingen könnte. Möchtest du einen Vergleich zu anderen Herstellern, findest du hier meine Playlist extra nur für Mikrofone, die ich bereits getestet habe. Bei Fifine handelt es sich um eine chinesische Firma, die mit 10 Jahren noch relativ neu am Markt für Mikrofone ist und sich auf dieses Segment spezialisiert hat. Bei einem Blick auf die Website sehe ich mehrere Mikrofone mit RGB-Beleuchtung, was auf ein bestimmtes Zielpublikum schließen lässt, aber dazu später mehr. Das RGB-Licht und die exzentrische Form sind auch bei diesem Kandidaten das auffälligste Merkmal. Die Aufmachung entspricht also rein optisch schon mal den Ansprüchen, den man zum Beispiel bei einem Twitch- oder Gaming-Channel hätte, denn dort ist der Sci-Fi Neon-Look immer noch sehr beliebt. Ich lese, dass es einen Mute-Schalter hat, was ziemlich praktisch ist, denn sonst kann man den Eingangspegel nur softwareseitig steuern, was ich gleich noch erklären werde. Die Verpackung verrät außerdem, dass es sich beim K651 um ein USB-Mikrofon mit Nierencharakter handelt. Also, alles was vorne reingesprochen wird, wird am lautesten aufgezeichnet, wobei die Empfindlichkeit zur Rückseite hin nachlassen soll. Praktisch, um beim Sprechen etwa Tastatur- oder Klickgeräusche zu minimieren. Mit dem Mikrofon erwirbt man ein komplettes Set für den Voice-Chat- und Podcasting-Bereich, welches auch ein Mikrofonarm beinhaltet. Die Halterung ist aus Metall gefertigt und ermöglicht sogar die Arretierung an sehr dicken Tischplatten. Auf der einen Seite ist auch ein Gummi angebracht, um keine Kratzer am Tisch zu hinterlassen, auf der anderen leider nicht. Das Mikrofon selber ist ebenfalls aus Metall, ziemlich leicht und nicht zu groß. Der Arm soll es ja schließlich auch halten können. Hat man jedoch schon mal ein paar verschiedene Mikrofone in der Hand gehabt, merkt man jedoch sofort, dass es sich nicht um das Fertigungsniveau von Shure oder gar Neumann handelt, was jedoch auch nicht zu erwarten war, und ich bin gespannt auf die inneren Werte. Der Kabelcheck sagt lang und okay, nichts Besonderes. Es sind übrigens zwei, da eines für den Datentransfer und das andere für die Stromversorgung der LED gedacht ist. So sollen auch Störgeräusche unterbunden werden, die eventuell durch den Stromfluss zustande kämen. Ein Video dazu findest du hier. Die Spinne ist aus Plastik gefertigt und hängt das K651 freischwingend auf, um Vibrationsgeräusche zu minimieren, die über den Arm die Aufnahme stören könnten. Das macht sie bestimmt auch ganz gut, aber die Arretierung lässt mich etwas an ihrer Langlebigkeit zweifeln. Plastik von mittlerer Qualität. Der Arm. Tja, der Arm ist aus Metall und mit Federn gelagert. Einfach, aber wie ich später feststelle, hält er das Mikrofon ganz gut und recht flexibel und praktisch. Das Blech, aus dem er gefertigt ist jedoch nicht das stabilste. Der Killerpreis lässt aber mehr auch einfach nicht zu, würde ich meinen. Leider stellt sich hier für mich ein kleines Problem ein. Das Gewinde am Mikrofon selbst ist nicht ganz präzise gefräst und so ist das Arretieren leider nur mit etwas Kraft und ein endgültiges Festschrauben nicht so ganz möglich. Es ist diese Sache mit einmal etwas schräg eingedreht und das Gewinde ist versaut. Schade, aber eventuell auch eigenes Verschulden. Man kommt auch nicht so super dran wegen der LED-Beleuchtung und jetzt bummelt es etwas in der Gegend rum. Nicht schlimm, aber besser wäre, wenn nicht. Auch die zwei Kabel sind nur schwerlich ästhetisch unterzubringen. Schade eigentlich, denn der Look ist bei diesem Mikrofon das Hauptkriterium. Das K651 von Fifine ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik und wird via USB betrieben. Eine extra Soundkarte oder Treiber sind nicht nötig und so soll es auch an einer Playstation funktionieren. Der Einsatzbereich ist ganz eindeutig Sprache bei Voice Call und Podcasting, doch auch für Overdubbing kann es gut funktionieren. Es bedient einen Frequenzgang von 110 bis 15.000 Hertz und hat einen Rauschabstand von über 70 dB. An der Seite findet man einen berührungssensitiven Schalter, der das Mikrofon auf Mute setzt, sodass nicht mehr aufgezeichnet wird. Beim Drücken nimmt man so keine Klickgeräusche mit auf und den Status erkennt man sofort an dem weißen bzw. roten Licht. Gut mitgedacht. Mit dem Knopf an der Spinne kann man die verschiedenen Lichteffekte durchschalten. Dies ist auch tatsächlich sehr ansprechend umgesetzt und die Lamellen werden gleichmäßig ausgeleuchtet, wobei die Ränder etwas heller ausfallen. Hält man den Knopf gedrückt, kann man das Licht auch ganz ausschalten. Ich kann dazu sagen, dass ich sowohl die Helligkeit als auch das Pulsieren in Regenbogenfarben erfreulicherweise nicht als störend empfunden habe. Sollte es dennoch so sein, kann man dank des Arms das Mikrofon auch einfach kurz aus dem Sichtfeld schieben. Da es sich um ein USB-Mikrofon handelt, ist der Input-Gain nur softwareseitig zu regeln. Das ist für mich als Studiotyp etwas ungewohnt, da ich das lieber mit Knöpfen regle und deshalb zeige ich hier einmal kurz, wie das funktioniert.
In der Systemeinstellung gelangst du unter Geräte in die Soundeinstellung. Dort wählt man das Mikrofon als Eingangssignal aus und begibt sich dann in die Soundsteuerung. Hier findet man unter Aufnahme sein Fi-Fi-Mikrofon wieder und kann nun unter Eigenschaften Einstellungen vornehmen. Wichtig ist hier eigentlich nur Automatic Gain Control, welches den Pegel des Mikrofons automatisch auf die benötigte Umgebungslautstärke einstellt, und der manuelle Pegel. Das war's eigentlich auch schon. Bei diesem Soundcheck teste ich das Fi-Fine K651 USB Podcasting Mikrofon und höre dabei auf sein Verhalten bei mittlerer und naher Distanz. Natürlich achte ich auch auf Popgeräusche und Zischlaute. Denn sowohl Explosivlaute als auch scharfe S-Laute machen ein ausgewogenes Klangbild schwierig. Am besten funktioniert es meiner Meinung nach, wenn man die Kapsel beim Sprechen auf den Mund richtet, aber etwas daran vorbeispricht. Diese Soundbeispiele sind natürlich ohne EQ oder sonstiges Mixing aufgenommen. Beim Streaming ist es natürlich auch immer wichtig, ob man das Tippen der Tastatur oder das Klicken der Maus hört. Ich bin ziemlich erstaunt, wie viel Sound man heutzutage für sein Geld bekommen kann. Der Preis ist absolut im Low-End-Bereich angesiedelt, was man allerdings eher an der Verarbeitung und den Zugaben merkt, als am Klangbild selbst. Dies ist darauf ausgelegt, auch ohne Mixing eine hohe Sprachverständlichkeit zu vermitteln. Zu merken ist das an dem leichten Boost in den Höhen und den etwas entfärbten Bässen. Nicht Spitzenklasse, aber okay, wie ich finde. Aber für wen ist dieses Mikrofon gedacht? Ganz klar nicht für eine Studioanwendung, denn es hat keinen XLR-Anschluss und ist vom Klangcharakter her sehr auf Sprache ausgelegt. Es klingt okay, aber unterscheidet sich von höherpreisigen Modellen einfach darin, dass man im Mixing nicht die Ressourcen hat, die man bearbeiten kann, ohne dass der Sound auseinanderfällt oder unnatürlich wird. Als Fulltime-Studio-Equipment fällt es leider etwas hinten über, allein wegen der Qualität der Verarbeitung. Das Plastik ist so lala, das Blech auch, und erfahrungsgemäß wird es bei unsachgemäßer Behandlung früher oder später irgendwo brechen. Außerdem fehlt ein externer Gain-Regler und man ist mit USB doch eher eingeschränkt für derartige Anwendungen. Es soll optisch etwas hermachen, was einem wichtig sein muss, und kann eine sinnvolle Ergänzung für ein Vlog-Studio, Twitch-Channel oder Chat-Kanal sein, wo das Auge mithört, und den Job macht es in der Tat sehr gut, sogar in Sachen Soundqualität. Schade finde ich, dass die Lösung mit den Kabeln etwas umständlich ist und zuweilen auch die Benutzung erschwert. Ist es nun Spielzeug, Quatschkram oder gar unbrauchbar? Weder noch. Wer sein Studio optisch etwas pimpen möchte und eine kostengünstige Möglichkeit sucht, bekommt mit dem Fi-Fine K651 ein Mikrofon, das brauchbaren Sound und ein paar witzige Extras bietet. Vorausgesetzt ist wie immer ein bisschen Mikrofondisziplin, der richtige Abstand, ein gut eingestellter Pegel und natürlich ein geübtes Sprechverhalten. Wer sich in diesen Bereichen verbessern möchte und eher Sparfuchs ist, der ist hier gut beraten. Und Producer mit High-End-Ansprüchen haben nach dem Intro sowieso schon abgeschaltet. Das war's mit meiner Meinung zum Fi-Fine K651. Hat dir das Video gefallen oder dich unterhalten, freue ich mich über ein Like. Und hast du noch Fragen, immer rein in die Kommentare. Lass außerdem gerne ein Abo da, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.